Hallo, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ihr zuschauen möchtet bei dem, was ich heute tun will. Heute möchte ich gerne ein Winterbild entstehen lassen. Und zwar denke ich an einen Fuchs voll Schnee im Schneegestöber. Ich wähle dafür ein Aquarellpapier mit recht grober Oberfläche, denn diese kann sicher für die Schneeflocken hilfreich sein, aber dazu später. Für meine Acrylfarben brauche ich allerdings einen Bildträger, der nicht saugfähig ist. Und deshalb trage ich zuerst einen Acryllack zur Versiegelung auf. Etwas Wasser aufsprühen und den großen Pinsel anfeuchten, dann geht's gut. Denn ich will kein Aquarell malen, sondern ein Acrylbild. Und das geht natürlich nicht, wenn das so stark ist. Das muss jetzt erstmal richtig schön durchtrocknen und dann geht's weiter. So, die Versiegelung ist getrocknet. Und möglicherweise ist es verschieden stark versiegelt. Das sieht ein bisschen unregelmäßig aus, aber das kann nur gut sein. Unregelmäßigkeit ist immer gut. Um jetzt vor der Grundierung in Farbe ein paar Flecken schon mal zu setzen für mein Schneegestöber, denn ich will ja nun nicht jede Schneeflocke einzeln setzen, benutze ich eine Technik, und zwar werde ich die Stellen, die weiß bleiben sollen, mit Hilfe von Wachs, ich habe hier einfach mal so ein Haarwachs genommen, werde ich ein paar Punkte setzen und vielleicht auch noch ein paar Birkenstämme. Ich nehme also ein bisschen hier raus, verteile das gleichmäßig im Deckel, damit ich da auch mit dem Spachtel reingehen kann. Auf jeden Fall kann ich so meine Fingerkuppen eintauchen. Aber ich werde jetzt einfach mal einige, große, kleine Tupfer setzen. Jetzt überlege ich mir, ob ich hier vielleicht noch ein paar Birkenstämme in dem Hintergrund setze. Ich werde hier mit dem Spachtel einfach ein bisschen von diesem Wachs nehmen. So, das soll reichen. So, jetzt mische ich mir mal die Farben an. Ich möchte nämlich hier unten einen relativ weißen Streifen haben, der eine schneebedeckte Wiese zeigt, und dahinter Herbstfarben als Lasur, Herbstfarben in zum Beispiel Sina gebrannt, ein bisschen Yellow Ochre und vielleicht auch ein ganz bisschen Englisch Rot, also für runtergefallenes Buchenlaub vielleicht. Das sind meine Brauntöne. Dann mische ich mir auch gleich ein Grau an, denn ich stelle mir vor, das Geäst der Birken unbelaubt kann so in diesem Ästegewirr auch ein bisschen so ein Grau, schwarz, grau, blau zeigen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Dazu nehme ich Paynes Grey. Das wird jetzt sehr verdünnt. Ich muss mir diese Lasuren vorher richtig anmischen, damit das dann auch schnell geht. Und hier auch ein paar Tropfen. Wenn ich das so auf solchen durchsichtigen Deckeln mische, dann kann ich gut sehen, wie das aussieht auf Papier. Ja, das nehme ich jetzt so. Ja, und dann geht es mal ganz mutig los. Ich sprühe das noch mal ein bisschen ein, damit es mir nicht gleich zu trocken wird, denn
Die Farbe trocknet ja schnell. Hier sehen die Flecken, wo das Wachs war. Ja? Und jetzt gibt es hier noch ein paar Ethanolflecken. Das ist auch ganz schön. Ich lasse es jetzt ein bisschen trocknen. So, der Hintergrund ist trocken und versiegelt. Und weil es ja ein Schneegestöber sein soll, wird es sehr viel blasser noch werden, so andeutungsweise wie Nebel. Ich werde also eine weiße Lasur drüber setzen. Dünn. Das kann man immer noch dicker machen. Einfach nur aus Wasser. Mal sehen, ob das reicht. Ich überziehe das also mit, sagen wir mal, mit Nebel. So, das ist die Verdichtung der Schneeflocken gibt ja einen nebelartigen Eindruck. Das passiert im Hintergrund mehr als vorne. Es kann also ruhig in der Ferne etwas mehr sein. Und auch sehr unregelmäßig. Also Pinselstriche sind jetzt nicht erwünscht. Insofern es ist jetzt schon viel blasser und das ist auch gut so. Ich tupfe es noch ein bisschen ungleichmäßiger, damit ich diese Pinselspur nicht habe. So, dieses weiß lasierte, diffuse Hintergrundbild wird jetzt trocknen und in der Zwischenzeit werde ich das Lebewesen, was ich da reinsetzen möchte, ausschneiden. Ich hab ein Bild gefunden von einem Fuchs im Schnee, den werde ich verwenden. Ich werde ihn etwa so hier raufsetzen, Füße im Schnee, und er wird die Farbigkeit des Untergrundes kriegen in intensiverer Form. Um ihn aufs Bild zu bekommen, werde ich ihn ausschneiden und als Schablone aufzeichnen. Ich schneide so aus, dass der Strich, der aufs Bild kommt, nachher übermalt wird. Also ich schneide etwas von diesen Umrissen ab, sodass ich nachher den Strich übertupfen kann. Der Fuchs hat hier natürlich Fell. Ist nicht so ganz klar zu sehen. Auch hier unten
unter dem Bauch gibt es diffuses Fell. Da muss ich mich so ein bisschen rantasten. Die Beine sind wieder klar umrissen. Ansonsten schneide ich Linien ein, die ich auch einzeichnen möchte, damit ich die Form gut aufs Bild kriege. Schneide ich hier noch diese Linie ein und vielleicht auch diese. Aber da kann man sich auch so rantasten. So, und vielleicht auch noch diese Beine. Natürlich auch hier diese Maullinie. Naja, das mit dem Gesicht, das sehen wir dann, wie das wird. So, ist das jetzt inzwischen trocken? Ja, das ist ja schnell trocken. Ich werde das jetzt mal hier raufsetzen. Und setze einfach auf die Linien mal so ein bisschen was Weißes. Und zwar tupfe ich die Linie so zu. Es wird noch mehrere Schichten geben. Nicht zu gleichmäßig wird, nehme ich noch ein bisschen Ethanol und ich kann so den weißen Schleier wieder ein bisschen auflockern hier und wieder. Ich weiß noch nicht so genau, ob das so bleibt, aber gerade so im Mittelgrund, wo auch das noch nicht so verschneit ist, das soll ja möglichst ungleichmäßig sein, ne? So, jetzt würde ich den Fuchs weitermalen. Der soll ja rot, ist ja ein Rotfuchs. Und jetzt werde ich mal versuchen, die dunklen Teile zu malen. Das heißt, ein bisschen den Farben spielen, die ich da auch hier rein im Hintergrund habe. Das ist hier gebrannte Sienna. Naja, Rot ist immer so eine Sache, das ist so intensiv. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit Englisch Rot. Ansonsten habe ich auch ein bisschen Schwarz genommen. Dazu mache ich mir ein schwarz gemischtes Sienna. Natürlich immer transparent. Dann kann man das immer noch ein bisschen verändern. Das ist hier drin im Ohr. Dann ist das hier der Rand. Ich taste mich da so ran. Dann noch diese Linie. Sehr markant. Die geht hier bis unten runter. Wenn ich das so transparent setze, dann kann ich das auch wieder überlasieren und ihm dieser Fläche eine andere Farbe geben. Auf jeden Fall ist dieses Bein relativ dunkel und es versinkt hier im Schnee. Ich liebe ja die Verbindung zwischen abstrakter Zufallsgeschichte und dann auch ein paar Gegenständlichkeiten im Bild. Das mag ich sehr gerne. So, und der Fuchs hat hier jetzt eine Nase. Das ist jetzt mehr Zeichnen als Malen, das ist klar. Er hat ein schönes Gesicht, der Fuchs. Das gefällt mir. Jetzt gibt es Augen. Das ist eine Schwierigkeit. Jedenfalls sehen die hier umrandet aus. Und so ein bisschen schlitzäugig nach oben.
Ja, dann hat er da eine Dunkelheit, so. Und diese. Die sollen ja nicht mit Menschenaugen aussehen. So, mein Fuchs ist fertig. Er hat natürlich schon Schnee auf dem Fell und der Hintergrund hat jetzt irgendwie noch gar keinen Schnee. Das wird jetzt anders. Der Hintergrund ist ja soweit sozusagen in den Farben des Fuchses auch gestaltet, damit das eine Einheit bildet farblich. Und jetzt geht es darum, den Hintergrund zu einem Schneegestöber zu machen. Aber ich will jetzt nicht einzelne Schneeflocken setzen, sondern ich mache mir das grobe Papier zunutze, um einen Schneefall anzudeuten. Ich versuche es mal mit Weiß, gleiche Weiß wie der Fuchs in seinem Fell trägt, Titanweiß. Und ich werde damit eine flache Ebene spachteln, damit ich nicht zu viel Weiß auf dem Spachtel habe, denn ich will es ja nur ganz zart. Oh, probieren wir es mal. Und ich berühre das Papier nur ganz, ganz wenig. Das ist schon zu viel, das mache ich wieder weg. Ich brauche also weniger. Ich möchte gerne, dass das Weiß nur an den Papiererhebungen hängen bleibt. Dort, wo es zu viele dicke Flocken gegeben hat, kann ich das gleich wieder wegwischen, denn dieses Schneegestöber ist ja sowieso sehr diffus. Dort, wo die Farben noch etwas dunkler sind, wird es sehr schön deutlich. Das geht sehr gut auf diesem groben Aquarellpapier. Aber ich darf wirklich nicht viel Weiß unter dem Spachtel haben, sonst werden diese Unebenheiten zugespachtelt und das will ich ja dringend vermeiden. Natürlich kann ich auch über den Fuchs rüber gehen, denn der ist ja auch im Schneegestöber. Das sieht doch sehr schön aus. Es gibt ja große und kleine Flocken, die näher dran sind ein bisschen größer, die etwas weiter weg sind, ein bisschen kleiner. Und außerdem kann man davon ausgehen, dass die in der Ferne auch undeutlicher sind. Ich werde jetzt versuchen, das so lange zu machen, bis es mir gefällt. Wie immer. Und entscheide dann am Schluss, ob es mir gelungen ist. Da sind ein paar größere entstanden, finde ich gar nicht so schlecht. Hier unten liegt ja eine
schneebedeckte Fläche. Die darf auch noch so eine Struktur kriegen, auch wenn das kaum sichtbar wird. Dann passt das besser zusammen. Das ist eine gerade Schneeflocke, die mag ich nicht. Wenn ich das so wegwische, dann entsteht da so ein bisschen Nebel, aber das darf auch. Wunderbar, er hat auch Schnee vorm Gesicht. Wunderbar, wunderbar. Ups. Das ist wieder nicht so gut geworden. Also ihr seht, man darf einfach mutig sein und man kann vieles auch einfach wieder wegwischen. Ich nehme jetzt das restliche Weiß hier noch hier unten rein. So weit, so gut. Das lasse ich jetzt erstmal trocknen und entscheide dann, ob ich noch mehr Nebel setze. Ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Stämme, die da sichtbar werden, doch noch ein bisschen weiter wegbringe, damit das nicht in Konkurrenz zu dem Fuchs passiert. Das müsste hier eigentlich noch blasser sein. Hier gibt es so einen dunkleren Fleck im Hintergrund, sehr diffus. Das könnte so eine Art Busch sein, darf es ja auch. Und ich muss mal jetzt von Ferne gucken, ob mir die Farbe noch zu intensiv ist im Hintergrund. Möglicherweise werde ich es noch ein bisschen nebliger machen. Aber erstmal sind die Schneeflocken schön und ich lasse sie einfach trocknen. Ja, wie schon gesagt, ich werde das ein bisschen blasser machen und vielleicht noch ein paar größere Schneeflocken setzen zum Schluss. Statt des Pinsels nehme ich lieber so ein Tuch und reibe da so ein bisschen was drüber. Ja, das ist besser, wenn das blasser ist. Das gefällt mir besser. Der Fuchs soll ja im Vordergrund sein und das im Hintergrund darf sehr blass sein. Dann tritt das nicht in Konkurrenz und der Fuchs kommt so richtig schön zur Geltung. Denn getupft ist immer noch ein bisschen mehr Schnee. Unregelmäßigkeit ist Trumpf. Gott macht alles unregelmäßig. Er ist ein Freund der Unregelmäßigkeit. Okay. Ich glaube, das ist jetzt blass genug. Ich gebe aber noch mal ein bisschen Weiß. Ich habe mich entschlossen, vielleicht doch noch ein paar Schneeflocken zu setzen, die noch ein bisschen markanter sind. Dazu spachtel ich mir wieder eine dünne Weißfläche auf meine kleine Palette. Und dann nehme ich mir zur Hilfe einfach solche Ohrstöpsel. Tupfe hier rein und sehr schön. Ein paar große, fette Flocken. Denn der Fuchs hat ja auch richtig fette Flocken auf seinem Fell. Das darf ruhig zueinander passen. Jetzt muss ich nur auch irgendwann aufhören. Aber man muss nicht immer Pinsel nehmen. Man kann auch sich andere Werkzeuge suchen. Ein wunderschönes Schneegestöber. Das gefällt mir wohl. So, jetzt nehme ich nochmal so einen groben Pinsel, den ich ein bisschen ausgeschnitten habe. Also ich gehe so mit der Schere rein und schneide mir einfach welche raus, sodass nur so ein paar Stoppeln da bleiben. Und dann kann man auch hier gut nochmal im Vordergrund, jetzt sind da Schnipsel dran geblieben, im Vordergrund nochmal dieses Schneefeld ein bisschen besser strukturieren. Da ist nochmal eine andere Ebene. Das war's. Also, die Farben passen zueinander. Ich habe für den Hintergrund die Fuchsfarben gewählt, damit das eine Einheit bildet. Es gibt nirgendwo, außer beim Fuchs, klare Begrenzungen, weil es in der Ferne ist. Der Hintergrund in der Ferne ist, der ist diffus, keine klaren Linien. Das ist der Fuchs. Das Schneegestöber hat jetzt die Struktur des Papiers mit einigen zusätzlichen Schneeflocken. Der Kontrast zwischen Fuchs ist nicht zu groß. Das ist schön, damit es eine Einheit ist. Und der untere kleine Hügel, wo der Fuchs mit
seinen Tatzen drin steckt. Der ist einfach weiß. Und nun ist mein Fuchs im Schneegestöber fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und macht euch doch selber mal einen Fuchs im Schnee.